Hallo Leute und willkommen zurück. Heute ist doch noch der 30.8. Ich habe gerade festgestellt, dass Christian ins Bett gegangen ist und also schon ohne mich und schon eingeschlafen ist. Und deshalb können wir jetzt hier auch fortfahren. The wounds are clean and look like they've been inflicted by a sharp object. Some of the lacerations have damaged vital organs, the heart, the right lung, which is perforated. Most of them weren't given with much force. She might even have survived. But the stab in the heart, though not all that deep, sealed her fate. Ist hier das Herz? Ist das nicht hier so? Also eher unter der Brust quasi? Also nicht hier im Bauch, meine ich damit, sondern halt hier so eher. Oder wenn von... Weil das ist doch viel zu hoch hier, oder? Oder ist das hier der Herzstich? Aber das ist wiederum zu tief. Wir gucken mal weiter. Oberkörper haben wir. Nehmen wir mal die Arme. There are numerous marks on the body. She must have fought like a lion. It couldn't have happened without a lot of noise. There are also a number of old scars. Gott sei Dank. The scars are superficial and were made several years ago. She wasn't trying to take her own life. Scarring, ugh. Scarring isn't very regular, but they're mostly from old cuts. People who scar themselves in this way generally do so to relieve some kind of psychological suffering. By trying to master the pain, they establish their self-control. Sagt er das gleiche wie erst jetzt? Ah, nein. Symbol of Masons? What's that doing here? She had the Sigillum de Ameth tattooed on her. The symbol of the living God. Written in the language of angels, according to believers. It is rare for someone to know about symbols like this at her age. Unless her mother was a tutor. Ich finde, die Textur von den Tattoos hätten sie deutlich besser machen können, damit man halt auch erkennt, was sie zeigen. Ancient Greek. Let's see what it means. These are sacred chants intended to protect their bearer. But from whom? Or from what? Narben haben wir. Tätowierungen haben wir. Also kommen wir zum Körper zurück. Kopf, Arm, Oberkörper, Hände und Beine. Nehmen wir erstmal die Hände. No wounds, but blood on the right hand. Nothing on the left except that tattooed symbol. Hat sie sich selber gestochen? Hat sie sich quasi selber umgebracht? Weil sie dachte, dass sie die Mutter sieht? No marks or bruising around the wrists. It doesn't look like she was tied up or held by force. This pinnacle's a trap. The wearers of the pinnacle thought that they were protected from evil by surrounding it inside the different circles of the pinnacle. Blood, but no trace of blows on the legs. Sexueller Übergriff? Weil hier das Blut von ihrem Schritt kommt wahrscheinlich, ne? Wartet mal, wir machen mal diesen hier. Dann können wir hier nämlich auch wieder was machen. More tattoos, similar to those on the rest of her body. Okay. Wir machen mal... The direction of the blood streaks caused by the wounds to the thorax show that she was standing when she lost blood. This proves that she was standing when she was assassinated.
possibly held by someone or something. Let's see. No trace of sexual assault or rape. Wie hat er das jetzt rausgekriegt, als er seinen Kopf auf ihre blutige Brust gelegt hat? Okay, wir waren bei ihrem Oberkörper, bei Händen, Arm, Kopf und Beinen. Wir haben jetzt auch nichts, was weiter irgendwie dazukommt, oder? I see no sign of bruising on the skull. The only clue is a scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. That's torture. She also has old scars around the neck. Maybe mutilations. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, um zu gucken, ob jetzt die Augen anwählbar sind oder sowas, aber nee, ist nicht. Alles klar. Gut, dann gehen wir. Bein, Blut, ihren Körper, das Messer. Okay. Großen Schritte und so, das haben wir alles wahrgenommen. Ich würde sagen, wir können gehen. Has Sir finished with this room? I know enough now. Thank you. Very well, sir. Sir may return whenever need be. I shall guard the door. Wow, bester Job, bei einer Leiche den ganzen Tag zu sein. Okay. Dann schauen wir uns mal weiter in den anderen Räumen rum. Wir haben ja die Erlaubnis, dass wir überall ein bisschen rumgucken können. Wartet mal. Was zum Rausgehen? Nee. Gut. Kann ich das Kästchen öffnen? Auch nicht. Ich könnte jetzt ordentlich Sachen gebrauchen. Mr. Washington. Wie sieht's denn aus? Da ist er auch. Kann mit ihm sprechen. Aufzeichnung von Inspektoren. Okay. Ah, wir müssen unbedingt Gewandtheit verbessern. Devil's Thorn. I'll keep it. Ich brauch Gelee Royal. Mein Inventar ist voll von Goldelixier. A map of Vermont. Okay. Was mich so ein bisschen irritiert. Sie stellen das hier alles so dar, als wären das die persönlichen Zimmer der Leute. Also es sind die Zimmer, die die Leute offensichtlich immer wieder benutzen, das stimmt schon. Aber trotzdem gehört doch das ganze Anwesen Lord Mortimer. Und er hat doch die Zimmer eingerichtet und so. Dann sind doch die ganzen Bilder und Sachen von Mortimer und nicht Rückschlüsse gebend auf die Person, die jetzt darin wohnt. Wisst ihr, wie ich meine? Das Spiel tut aber so, als wäre das so. Also als würde es diese Rückschlüsse geben. Das finde ich irritierend. Aber ich sehe hier, was ihr seht, glaube ich, Laudanum, oder? Aber ich kann es nicht anschauen. Deswegen denke ich, ist das einfach nur aus Mangel an zusätzlichen Skins für Flaschen und so. Dass es wie Laudanum aussieht. Ansonsten wäre es ja ein Hinweis. Mr. Washington, würden Sie mir verraten, welche Schuhgröße Sie haben? Können ja nicht raus. Das wäre doch aber auch was, wenn ich in seiner Wäsche fummeln könnte und rauskriegen könnte, welche Schuhgröße er hat. A map of Connecticut. Ich bräuchte ein paar Mittelleute. My dear George, I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project to show you. It is time that the United States played a more important role on the world stage. I understand your reluctance of playing with fire. I know your new country is very young, but rest assured that I would do nothing to jeopardize what we have built together. I look forward to seeing you soon. Your friend, William.
It looks like a note between Emily and Washington about trade deals. Ah, ich muss es benutzen. Aber ich kann es, glaube ich, eh nicht verwenden, ne? Schade. So, da waren wir schon. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Ach, Chili Royale und sowas. Portrait of George Washington. In etwas jüngerer Zeit vielleicht. Habe ich nur das Gefühl, oder finde ich in der letzten Zeit deutlich weniger als vorher? Deutlich weniger Münzen und so, aber ich habe das... Warum gucken wir jetzt hier nicht nach der Schuhgröße? Ich habe das Gefühl aber, dass ich schon mich bemühe, aufmerksam zu sein. Sehr stramm bezogenes Bett. Okay, ich glaube, hier ist erstmal nichts zu finden. Dann müssen wir mit Washington reden. Ich glaube, es ist in Ordnung. Warte mal. Alles mitgenommen, was hier stand, ne? Oder was hier hinten? Ich weiß es nicht. Ich hab's, glaube ich, alles mitnehmen können. Gut, dann befragen wir ihn, würde ich sagen. Greetings, Louis. Mr. President, you can guess why I'm here. Of course. Lord Mortimer has sent me to ask you a few questions about last night. It's... How am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President. I shall endeavor to find out the truth about this tragedy. I must ask you to help me, though. Please. Find the degenerate pig who did this, Louis. Okay. Ich traue ihm nicht zu, dass er das war. Wir nehmen das mal. Are you all right, Mr. President? Are you feeling all right? Oh, don't worry. It's this rotten toothache. What do you expect? I'm no spring chicken now. Also nicht trauern, sondern er hat einfach Zahnschmerzen. Tell me, Mr. President, had you spoken to Elizabeth since your arrival? You know her father. You thought she was dead. No, I didn't. And I believe I'll be taking my remorse with me to my grave. I wanted to, but I didn't know where to begin. You can't blame yourself. You couldn't have known that her days were numbered. Sie hat es nur jeden zweiten Satz gesagt. Man konnte es einfach nicht wissen. Were you aware that Elizabeth took laudanum? Yes, she came to ask me for some. She had finished her reserve, I believe. Did she tell you why she was so desperate to get some, Mr. President? She said she had terrible migraines that wouldn't go away. More likely for the voices she heard, and not the migraines. Kann ich die andere Sache jetzt ja auch noch wählen? Were you aware that Elizabeth took laudanum? Yes, she came to ask me for some. She had finished her reserve, I believe. Do you take it regularly, Mr. President? Unfortunately, I do, Louis. I still suffer from a terrible toothache, and it's not likely to get any better. It's just for that, then. Old age, my young friend. I don't wish it upon you, but you'll soon see.
At my age, it's rare to have no problems in that domain. And do you take a lot? A moderate amount, Louis. Only the dosage indicated on the prescription of my doctor. Mr. President, we found a footprint at the scene of the crime. Not a dress shoe, I hope. That's all I wear. No, rest assured. It looks like the print of a big ankle boot. A large size, I'd say. Perfect. That should help you, Louis. It's a clue. Kann ich nicht weiter mit dir reden? Greetings, Louis. Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of. I heard about her altercation with Mr. Perry. But that case was closed, if I'm not mistaken. But if in doubt, I wouldn't leave any door unopened. And I'd go and question your fellow countrymen. Don't worry. Countryman or not, I'm not letting anybody slip through the cracks. Do you know why she came to the island? To get help, if I'm not mistaken. Isn't that right? Indeed. Sir Gregory suggested to her father that he introduce her to Lord Mortimer to see if he could help her. Yes, Lord Mortimer has a talent for healing, apparently. I'm not surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. Ich nehme mal das andere Gelee Royal jetzt auch noch. Ich glaube nicht, dass er das war. I'm talking to all the guests to find out who has an alibi and, well, who doesn't, Mr. President. Can you tell me what you were doing last night so that I can strike your name off the list? I spent the night right here, reading. All night? Exactly. Emily stopped by in the middle of the night, you can ask her. She wanted to talk about some business we have in common. Anything whatsoever to do with Elizabeth? Not at all, Louis. A business matter. I shan't keep you any longer, Mr. President. Feel free, Louis. If there's anything I can do, just ask. Thank you, Mr. President. Okay, ich glaube es auch nicht, dass er... Kann es mir nicht vorstellen. Golden elixir. So. Consume without excess. Dann sind wir hier bei ihm erstmal durch. Dann können wir weiter gucken. Oh Gott, mit Peru, das wird... A Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and in the Quran. Aber wenn wir in die andere Richtung das letzte Mal gelaufen sind, habe ich es nicht in der Lücke gesehen, da weil wir quasi vorbeigelaufen sind an einem Ding. Interessant. Lohnt sich also doch noch. Tür können wir nicht verwenden, okay. Kommen wir auch nicht lang. Den haben wir hier. Yaji selbst. Können wir auch nicht rein. Wahrscheinlich, weil er fehlt. Unser eigenes Zimmer? Macht das Sinn, dass wir in unser Zimmer gehen? Können wir auch nicht. Hätte ja sein können, dass uns irgendjemand was, keine Ahnung, unterschmuggelt oder so. Aber wir scheinen ja aus irgendwelchen Gründen sofort das Vertrauen zu genießen. Gedäu. Bei Gedäu kann ich auch nicht rein. Haben wir den überhaupt irgendwann mal gesehen? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, Emily. Wo sind denn Peru und Bonaparte? Sind die da weiter hinten? Ich weiß es gerade gar nicht. King George III in coronation robes.
Nice touch for the room of an English duchess. Ich hoffe, die hat ein bisschen mehr Stoff für mich. Tending children at the orphanage in Harlem. I find it a little hard to understand this painting choice. Nee, sie war doch auch so berührt, als der Typ gesagt hat, dass er das Waisenhaus unterstützt hat und renoviert oder so. Oder renovieren lassen hat. Er hat wahrscheinlich selber nichts A gemacht. fragment of amber. Mhm. Es geht also doch noch weiter. Dass wir unsere Konzentrationspunkte steigern können. Sehr, sehr cool. Was ich noch cool gefunden hätte, wäre, wenn nach einem Kapitelende oder nach einem Episodenende, wie auch immer, das automatisch gefüllt worden wäre. Dear E, I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. P.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. Okay, hier kann ich aber nichts weiter. Der Brief, den ich gerade gelesen habe. Liegt auch noch ein Zettel, aber den kann ich nicht lesen. The Lady's Waldegrave by Reynolds. Painted upon the request of the Waldegrave family, in an effort to find them a husband. Displayed like meat. It's disgusting. Wenn sie die Bilder, also das ist ja die linke und die hintere, warum haben sie nicht noch die rechte dort auch hingemacht, sondern eine ganz andere weißhaarige. Okay, da ist Emily. Grammar of Port-Royal. Ah, the artistry of the French language in all its splendor. Whoever masters French commands the world. At least une partie of it. Aha. Okay. Gut. Die hat ja ein relativ kleines Räumlichkeitchen hier vorne. Was trotzdem sehr süß ist. Und sehr, sehr edel, wenn man das so betrachtet. Dieser Deckenstuck da. Gut, liebe Leute. Wir sind aber schon bei 23 Minuten. Ich schlage deshalb vor, dass wir eine kleine Aufnahmepause machen. Und ich mich jetzt wirklich langsam ins Bett begebe. Ich habe halt gehofft, dass ich an irgendeinen Punkt komme, wo es speichert. Oder ans Ende einer Episode oder sonst irgendwie was, wo es halt dann speichert, wir Punkte vergeben können und so weiter. Und weil ich mir nicht ganz sicher bin, wo es hier Save Points macht. Und ich immer ein bisschen Angst habe, dass ich hier was vermassel. Hier, guckt mal, es ist auch wieder das Blaue. Heißt das, dass das durch Handlungen von mir gesteigert ist mit der Manipulation? Oder? Das ist ja nicht das, was ich aktuell lese. Weiß es nicht. Wäre halt cool, wenn man so eine Erklärung dazu hätte, was das Blaue ist oder so. Vielleicht gab es die auch und ich habe sie verpasst. Naja, hier ist das, wo wir dann den zusätzlichen bekommen haben. Wenn du Erdsteinchen einnimmst, erhältst du zusätzlichen Konzentrationspunkt. Oha, das ist natürlich auch cool. Müssen hier auch mal ein bisschen wahrscheinlich mehr drauf gehen. Damit wir durch die verschiedenen Errungenschaften hier drin oder Talente unsere Fähigkeiten aufstocken. Muss schon gähnen. Es ist eine gute Zeit, um mit schlafen zu gehen, liebe Leute.
wir bleiben hier einfach... Oh, hier muss ich auch noch die Seiten finden. Wie cool das wäre, kann ich ausgewählt werden, finde alle Teils Manuskripts, um es lesen zu können, ja. Dann hätten wir Manipulation, Psychologie und Politik. Oder hier Manipulation, Überzeugung und Okkultismus, was wir skillen könnten. Hätte ich richtig Bock drauf. Aber wir können ja auch beim nächsten Mal dann 2 Sachen zugleich skillen, was auch sehr, sehr geil ist. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, mit dem wunderschönen Gesicht von Louis lasse ich euch jetzt in die Nacht entschwinden. Ich gehe auch ins Bett. Und wir sehen uns übermorgen zu einer neuen Folge von The Council wieder, wenn ich das vielleicht morgen zum Feierabend oder so weiter aufnehme. Mal gucken, wann ich Zeit habe. Bis dann. Tschüss.